Herzlich willkommen in der Rib Kitchen and Peace out. Ich mache ein Peace-Zeichen da innen drin, weißt du? Die habe ich an, weil ich heute eine Bolognese gekocht habe. Vegan ist die und sie kommt aus dem Grill. Ja, Bolognese. Jeder Idiot da draußen sagt, er macht die allerbeste Bolognese und der bin ich heute nicht. Meine ist nicht die beste, aber zumindest eine, die ich mache. Man nimmt eine Zwiebel, schält die, eine rote Zwiebel, weil dann ist ein bisschen mehr Knack oder Feuer da drin und schneidet sie einfach klein. Ich bin kein besonders guter Schneider, dafür aber ein hotter Schneider, finde ich. Also die zweite Hälfte der Zwiebel bitte auch schälen und klein schneiden. In so kleine Quader, wie auch immer ihr das macht. Ich hacke am Ende nochmal ein bisschen drauf rum, damit die nochmal kleiner werden. Die Stücke, die brauchen wir dann gleich. Den gusseisernen Topf. Ich mache das Ganze übrigens auf dem Grill. Das kann man auch im Ofen machen, aber ich koche ja nackt und dieses Bücken, das will niemand sehen. Also, wir kommen zum allerwichtigsten Teil einer guten Bolognese. Das ist der Holy Grail. Das Allerwichtigste für eine gute Bolognese ist ein Dosenöffner. Genauso ist es, denn die Tomate in der Dose muss aus der Dose und deshalb muss man die so aufmachen. Man nimmt, pass auf, es ist heiß. Ab jetzt ist der Topf heiß, weil der Grill ist schon an, er ist auf 300 Grad und deswegen benutzt diesen Handschuh und schüttet die Tomatendosen, die Dosen Tomaten, andersrum, in den Topf. Etwas Trüffelöl, ja, endlich Trüffelöl und Impossible Fleisch. Ich finde Impossible Meat die beste vegane, plant-based Alternative, die es gibt. Sind auch gute Sachen drin. Nicht super gesund. Also ist immer noch Fleisch, aber ist am nächsten an Fleisch da. Jeder, der Fleisch mag auch Impossible Meat am allermeisten, finde ich. Das einfach behandeln wie normales Hackfleisch. Wenn ihr diese Bolo einfach nicht vegan machen wollt, dann nehmt ihr Schweine mit Hack, was auch immer ihr wollt. Macht etwas Trüffelöl oben drauf, massiert das Fleisch, wie gesagt, habt ihr gerade gesehen, und bratet es ganz normal an. Wie normales Hackfleisch, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Salz und einfach auf dem Grill oder bei euch in der Pfanne zu Hause das anbraten und umdrehen, bis alles ein bisschen angebraten ist. Auch zwischendrin mal umrühren und dann das angebratene Hackfleisch einfach in die Dosen Tomaten Menge da reinmachen, zumachen, 20 Minuten ziehen lassen, ein paar sexy Selfies machen und ein bisschen tanzen vielleicht. Also einfach warten, bis das ein bisschen eingekocht ist. Jetzt nehmen wir die Zwiebeln, auch die in Trüffelöl scharf anbraten. Nicht ganz so scharf, also ich habe ein bisschen runtergestellt wie das Fleisch. Ist ein bisschen kalt geworden und immer mal wieder umrühren. Und die Karotten kommen als nächstes dran. Die in kleine Scheiben schneiden, damit die quasi so danach angebraten werden. Komm, mach schneller, schneid schnell. Ja, sehr gut. Wir kommen zum Knoblauch. Die Knoblauchzehe knacken und aufschneiden. Vorsichtig, wenn ihr euch schneidet beim Knoblauchschneiden, dann passieren verrückte... Hallo, ich bin's, euer Paul. Ihr nehmt die Knoblauchzehe. Oh, die Zwiebeln könnten vielleicht anbraten. Also rührt die Zwiebeln immer wieder um und seid vorsichtig beim Knoblauchschneiden. Denn wenn man sich dabei schneidet, passieren verrückte Sachen im Leben. Schneidet sie in kleine Stücke, die Knoblauchzehen, es sind 2 davon, und denkt an die Zwiebeln. Immer wieder die Zwiebeln umdrehen. Denn angebratene Zwiebeln mag niemand. Also verkohlte Zwiebeln. Man nimmt die Knoblauchstäbchen auf eine Klinge und gibt sie den angeschwitzten Zwiebeln dazu. Immer wieder den Tomaten-Hackfleischsud umrühren mit etwas scharfem Öl, die normale Musik in den normalen Zustand wiederherstellen. Also, Gemüsebrühe. Die habe ich einfach vorbereitet, habe ich eingekocht und jetzt ein bisschen da drüber geben über die Zwiebeln, damit man die ein bisschen einkochen kann. Immer wieder umrühren da drüben und auch dort etwas Gemüsebrühe in diesen Topf dazugeben. Dann diesen Zwiebelsud mit Knoblauch da rüberschaufeln. Oh, da kommt ein bisschen was. Nun ein Gasgrill, das putzelt ein bisschen. Feuer mag ich ja. Naja. Also das Umrühren, Deckel drauf und zu bei 300 Grad, ein bisschen einkochen lassen und das einfach so da lassen. Als nächstes kommen wir zu den Karotten, diese klein geschnittenen Karotten, die wollen wir anbraten in Kokosfett, damit die sehr crispy werden. Thymian und Rosmarin will ich zu der Soße dazu machen in dem Topf und die nehme ich einfach so, oh Gott, ey.
So heiß kann es eigentlich doch nicht. Also, doch, so heiß kann es. Der ist halt bei 300 Grad jetzt schon drin, also nehmt den Handschuh für den Deckel, der inzwischen heiß geworden ist, und gebt Thymian und Rosmarin dazu, könnt ihr ein bisschen zupfen oder einfach reinschmeißen und am Ende wieder rausnehmen. Die Stängel von beiden nerven ein bisschen, Deckel wieder drauf, Affe zu, Klappe tot, was auch immer, wie man das sagt, und 20 Minuten einkochen lassen. 20 Minuten später kurz gucken, wie die aussieht. Ach, Mann, ey. Also, sie sieht schon ganz gut aus, aber sie kann gleich nochmal etwas mehr Flüssigkeit verbreiten, also den Rest der Gemüsebrühe dazugeben, damit es weiter einkocht. Die Tomaten halbieren, damit ein bisschen Frische da dazu kommt. Und ich habe was gelernt, der Deckel ist heiß, deswegen will ich mir nicht die Finger verbrennen und nehme den Handschuh, um zu gucken, wie die so... Wie dumm kann man denn sein? Also, ihr nehmt die Tomaten, halbierten, frischen Cocktailtomaten und macht sie da dazu. Und auch das kocht ihr jetzt nochmal... Mann! Auch das kocht ihr jetzt nochmal 10 Minuten ein, damit das alles so ein bisschen ein gemeinsamer Sud wird. Die Karotten, die ihr angebraten habt, die sind jetzt schön crispy, einfach noch dazugeben. Und auch das nochmal kurz ein bisschen einkochen lassen, so ungefähr bis der Mond bei 72% Sichelmond ist. Dann ist die Bolo eigentlich fertig. Dann ist sie schön eingekocht und dann kann man sie, ja, mit Handschuhen nehmen, weil der scheiß Topf ist heiß und deswegen da hinstellen, aufmachen. Ein richtig schönes Bild. Da bin ich ein bisschen stolz. Pfeffer, Salz dazu, fehlt noch Basilikum, frisches Basilikum obendrauf. Erst ganz, ganz am Ende, damit es schön frisch wird und damit es schön auch ein bisschen aussieht. Fertig ist die vegane Bolognese aus der Rib Kitchen. Verbrennt euch nicht die Finger beim Nachkochen.